Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Manuela. Heute möchte ich gerne wieder eine Seite kreieren mit den Büchern von Martha, also von Marie Small Art. Das ist das Buch Spring Stories. Ich habe hier eine Seite herausgenommen und werde es jetzt mit einem Klebestift gut ankleben. Dann habe ich hier noch eine Blume herausgenommen. Das werde ich mir jetzt auch noch gut ankleben, weil in diesem Buch gab es eine Bonusseite mit Ostern und ich wollte jetzt hier eine Osterseite machen, weil die Ostern ja vor der Tür steht und ja. Und ich dachte, diese Blume passt schön dazu. Und jetzt werde ich alles mit transparentem Gesso darüber gehen, um die Blätter ein bisschen zu versiegeln und zu schützen. Jetzt wird alles gut getrocknet. Jetzt gehe ich mit dem weißen Gesso noch ein bisschen darüber, vor allem dort, wo es halt noch, wo man die Buchseiten noch sieht, also die Schrift. Dann wird alles wieder trocken geföhnt. Und hier habe ich einen Aquarellkasten gekauft. Wir haben jetzt seit kürzem einen Action in der Schweiz, seit dem 5. April. Und ich war mit meiner kleinen Maus, war ich in diesem Action und habe mir ein paar Sachen gekauft. Und ja, ich freue mich sehr, dass es jetzt auch in der Schweiz einen Action gibt. Und es ist nicht einmal so weit weg von uns, vielleicht eine Stunde Autofahrt und ja, das freut mich sehr. Und hier habe ich gerne mit dem Aquarellkasten, wollte ich gerne spielen.
Ja, es kam aber leider nicht so gut heraus, also es gefiel mir eigentlich nicht so gut, aber das seht ihr noch. Hm. Hier ging ich einfach mit Blau drüber, weil der Himmel ein bisschen blau ist. Natürlich ist es nicht die gleiche Farbe wie auf dem Papier. Ja, meistens haben wir ja nicht die genau gleiche Farbe. Und ja, da muss man ein bisschen mischen, und wenn man es nicht hat, muss man schauen, wie es halt irgendwie gut aussieht. Aber mit dem Aquarellkasten fand ich es nicht ganz so, ja, nicht ganz so schön. Hier nehme ich schon meine Acrylfarben, also meine Swatches in die Hand, weil ich mir überlegte, ob ich mit Acrylfarben darüber gehen sollte. Natürlich habe ich ja nicht die gleiche Farbe wie auf dem Papier. Ja, dann dachte ich, nein, ich probiere es anders zum Lösen. Und das tat ich dann auch. Ich wollte es zuerst mit dem Weiß probieren, ob es dann irgendwie besser aussieht, wenn ich mit Weiß mal darüber gehe. Dann habe ich versucht, die Wolken ein bisschen breiter zu machen, zu sehen, ob es dann vielleicht ein bisschen besser aussieht. Dann oben noch ein paar Wolken. Dann dachte ich, nein, das wird ein Katastrophenfilm. Das wird nichts. Ja, dann kommt schon mein Helfer, meine Acrylfarben. Und ich musste mit Acrylfarben darüber gehen. Also ich bin froh, bin ich mit Acrylfarben darüber gegangen, weil es mir letztendlich ja, viel besser gefällt. Ja, auf jeden Fall, man sollte
nie aufgeben, auch wenn man denkt, das wird heute nichts. Einfach weitermachen, probieren, ob man eine andere Lösung findet und ja, auf jeden Fall nicht aufgeben und weitermachen. Und so habe ich es auch gemacht und ich finde es eigentlich nicht so schlecht, also besser als am Anfang und ja, ich bin zufrieden. Und jetzt kommen wir zum zweitletzten Buchstaben. Das ist der Buchstabe N, wie Nashorn. Könnt ihr es aufschreiben? Wichtig ist einfach auch, dass ihr mit dieser Farbe auf das Blatt geht, dass es ein bisschen, ja, ineinander mischt. Und nicht nur oben, sondern auch in das Blatt hineingeht mit der Farbe und ja, dann sieht es eigentlich gut aus. Also ich mache ziemlich viele Tupfstriche, also nicht malen, sondern eher tupfen mit dem Pinsel. Tupfende Bewegungen, sagt man. Ja. Und ich liebe es einfach mit den Fingern ein bisschen auch noch zu tupfen und ja. Das unten, das wird nachher auch noch ein bisschen Farbe abbekommen, weil den unteren Teil fand ich jetzt auch nicht so schön. Aber das sieht ja nachher noch. Was ich auch noch gerne machen wollte, ich es jetzt aber vergessen habe, ist, die Wolken sind ja nicht nur weiß,
Sie haben ja auch noch ein bisschen Grau drin. Also ihr könnt auch noch ein bisschen mit Grau darüber gehen. Würde sicher auch super aussehen. Ich habe es leider vergessen, habe die Wolken nur weiß gemacht. Ja, oben habe ich dann noch ein paar Wölkchen noch angemalt. Und jetzt irgendwann kommt mir die Idee, dass man die Wolken hinter der Blume machen kann. Also dass sie... jetzt werde ich zuerst ein bisschen noch ein paar Stellen blau anmalen. Nachher kommt dann die Wölkchen wieder. Also ich finde es auch schön, dass es ein paar Stellen ein bisschen dunkler ist. Und ich glaube, jetzt kommt mir die Idee mit den Wolken. Ja, genau. Dass die Wolken, die hinter der Blume hervorscheinen. Ich wusste in diesem Moment nicht, ob es wirklich gut sehen würde. Aber ihr müsst es einfach ausprobieren. Wenn euch etwas im Kopf ist und probiert es aus, dann wisst ihr nachher, ob es wirklich gut aussieht oder nicht. Ja. Es ist jetzt nicht, boah, mega cool oder mega schön oder ja, aber ich finde es mal etwas anderes. Ja.
Ich finde es nicht schlecht. Mal etwas anderes. Hier zeige ich, dass es auf die Seite geht, die Wolken. Hinter der Blume durch. Ja, schade, dass ich es ein bisschen vergessen habe, mit dem Grau darüber zu gehen. Würde sicher auch noch cool aussehen, aber ich habe es leider vergessen und ja, falls du es nachmachen möchtest, würde ich ein bisschen mit Grau darüber noch gehen und dann sieht es schon ein bisschen, denke ich mal, ein bisschen besser aus. Hier nehme ich ein Beige für den Boden. Der Boden ist ja ein bisschen beige. Und hier verwische ich es einfach wieder mit dem Finger ein bisschen. Jetzt kommen wir zum letzten Buchstaben und das ist der Buchstabe G, wie Giraffe. Schreibt mir gern dieses Lösungswort, das ihr aufgeschrieben habt. Schickt mir das auf das erste Video mit einem rosaroten Herz. Und dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmachen möchtet. Die Verlosung ist dann am Sonntag. Hier habe ich die Ostersachen ausgeschnitten von der Bonusseite von Martha. Und hier klebe ich einfach alles an. Und hier werde ich jetzt noch alles schattieren. Ja. Ich liebe das Schattieren, das wisst ihr langsam. Ich könnte stundenlang schattieren. Aber ich habe jetzt hier ein bisschen schnell gemacht. Nicht vergessen auch ein bisschen hinter die Füße zu schattieren, weil man hat ja auch hinten bei den Füßen ein bisschen Schatten. Sieht es ein bisschen besser aus, finde ich. Aber man kann natürlich so machen, wie man will. Und ja, so sieht meine Seite jetzt aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Und ja, man sieht sich am Sonntag hoffentlich und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis dann. Tschüss.